Heute erzähle ich Ihnen von einer Tragödie, die sich in der Familie eines Baptistenpastors ereignet hat. Es ist ein schreckliches Beispiel dafür, wie sich hinter der Maske eines Wohltäters ein wahres Monster verbergen kann. Diese Geschichte ereignete sich 2006 in der kleinen Stadt Waco im Bundesstaat Texas. Damals lebten dort etwa 120.000 Menschen. In Waco gab es eine große Anzahl von Gläubigen, viele Religionen und dementsprechend auch viele Priester. Einer von ihnen war ein Mann namens Matt Baker. Am späten Abend des 7. April 2006 rief er den Notruf an und teilte mit, dass er seine Frau Carrie tot in ihrem Schlafzimmer gefunden habe. Matt sagte dem Telefonisten: „Ich glaube, sie hat sich umgebracht. Carrie liegt nackt und blass im Bett. Ihre Lippen sind blau, ihre Hände sind kalt. Sie atmet nicht, sie hat keinen Puls. Neben ihr liegt ein Zettel mit den Worten, dass es ihr sehr leid tut." Als die Polizei und der Rettungsdienst im Schlafzimmer eintrafen, fanden sie Carrie auf dem Boden liegend vor. Matt sagte, er habe versucht, seine Frau wieder zu beleben, sie vom Bett auf den Boden gezogen und ihr Alltagskleidung angezogen. Die Sanitäter konnten Carrie nicht mehr helfen. Die Frau war tot. Neben dem Bett lag auf dem Nachttisch eine Notiz. Hier ist ihr Text. „Matt, es tut mir so leid. Ich bin so müde. Ich möchte einfach nur ein bisschen schlafen. Bitte vergib mir. Sag Candy und Grace, dass ich sie sehr liebe. Sag meiner Mutter und meinem Vater, dass ich sie auch liebe. Ich liebe dich, Matt. Verzeih mir, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich möchte Cassidy umarmen. Ich möchte sie wieder spüren. Bitte sei weiterhin ein großartiger Vater für unsere Mädchen. Liebe sie jeden Tag an meiner Stelle. Verzeih mir. Es tut mir so leid. Ich liebe dich, Carrie." Am frühen Morgen des 8. April wurde die 31-jährige Carrie Baker für tot erklärt. Neben dem Brief lagen auf dem Nachttisch Schlaftabletten und offene Flaschen mit Alkohol. Die Polizei hatte keinen Zweifel. Die Frau hatte sich freiwillig aus dem Leben geschieden. Matt und Carrie lernten sich 1994 kennen. Sie studierten an derselben Universität. Matt war 7 Jahre älter als Carrie. 3 Monate nach ihrem Kennenlernen machte der junge Mann ihr einen Heiratsantrag. Carries Eltern waren verwirrt. Warum sollte sie so früh einen Mann heiraten, den sie erst seit ein paar Monaten kannte? Carrie antwortete: „Matt wird bald Priester werden." Was müsst ihr noch über ihn wissen? Reicht diese Information nicht aus? Die Verliebten heirateten und zogen zusammen. Wie es bei Gläubigen üblich ist, kam es erst nach der Hochzeit zum ersten Intimkontakt zwischen dem Paar. Vielleicht war das der Grund, warum Matt es so eilig hatte, Carrie zu heiraten. Bald darauf wurde Matt tatsächlich Baptistenpriester. Die Familie Baker blieb in ihrer Heimatstadt Waco wohnen. Carrie gebar 2 Töchter, Candy und Cassidy. Die Frau arbeitete als Grundschullehrerin und gab an den Wochenenden Förderunterricht in der Kirche. Die Bakers wurden als ideale Familie beschrieben. Sie waren gläubig und anständig. Aber dass die Menschen versuchten, so zu erscheinen, bedeutete keineswegs, dass ihr Leben ideal war. Im Jahr 1998 ereignete sich in der Familie Baker ein echtes Unglück. Bei Cassidy, der zweiten Tochter von Matt und Carrie, wurde ein Gehirntumor entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt war das Kind gerade einmal 1 Jahr alt. Cassidy wurde behandelt und erholte sich sogar. Doch im März 1999, als Matt das Krankenzimmer seiner Tochter betrat, um sie zu besuchen, stellte er fest, dass das Mädchen bewusstlos im Bett lag und nicht atmete. Sie war gestorben. Carrie trauerte am meisten. Später gebar sie eine weitere Tochter, Grace, aber das 3. Kind konnte die Lücke in ihrem Herzen, die die kleine Cassidy hinterlassen hatte, nicht füllen. Carrie besuchte regelmäßig einen Psychotherapeuten, der versuchte ihr zu helfen, diesen schrecklichen Verlust zu überwinden. Aber die Frau konnte ihre Gefühle einfach nicht in den Griff bekommen. In ihrer Seele war immer noch ein schwarzes, schmerzendes Loch. All dies führte dazu, dass die Ehe der Bakers zu zerbrechen begann. Die Beziehung zwischen Matt und Carrie wurde immer kälter. Nach Carries Tod behauptete Matt, dass seine Frau den Verlust nie überwunden habe. Sogar auf der Bibel, die Matt seiner Frau geschenkt hatte, stand Cassidys Name. Carrie litt unter Schlaflosigkeit und nahm jeden Tag Schlaftabletten. Übrigens war dieser Abend im April 2006 sehr nah an einem schrecklichen Datum, dem 7. Todestag von Cassidy. Matt erzählte, dass Carrie diesen Tag jedes Jahr nur schwer überstehen konnte. An jedem Todestag von Cassidy schloss sich Carrie in ihrem Zimmer ein. Sie verbrachte dort mehrere Tage, aß nichts, sprach mit niemandem, schwieg einfach und trauerte. Laut Matt verließ er am späten Abend des 7. April das Haus und ging ins Kino, um einen Film auszuleihen.
Er wählte eine leichte romantische Komödie aus. Dann fuhr Matt zu einer Tankstelle und kehrte erst danach nach Hause zurück. Er ging zum Schlafzimmer, wollte eintreten, stellte jedoch plötzlich fest, dass die Tür verschlossen war. Matt klopfte, aber es kam keine Antwort. Da nahm er einen Schraubenzieher, öffnete das Schloss und sah Kari, die nackt und bewusstlos auf dem Bett lag. Er sah den Abschiedsbrief und rief sofort den Notruf. Karis Familie, ihre Mutter, ihr Vater und ihre Schwestern konnten nicht glauben, dass sie sich freiwillig das Leben genommen hatte. Der Abschiedsbrief war auf dem Computer getippt und ausgedruckt worden. Er war nicht unterschrieben. Matt erzählte allen, dass Kari schwer unter ihrem Kummer litt und es nur eine Frage der Zeit gewesen sei. Früher oder später hätte sie sich ohnehin etwas Unwiderrufliches angetan. Karis Familie konnte nicht verstehen, wie sie ihre geliebten Töchter verlassen und ihre Schüler im Stich lassen konnte, denn sie liebte ihre Arbeit in der Grundschule, die ihr große Freude und Trost spendete. Außerdem sollte Kari in wenigen Monaten eine neue Stelle antreten. Sie wartete darauf, dass eine Stelle frei wurde. Leider kam die Frau ums Leben. Es wurde keine Untersuchung durchgeführt. Die Polizisten sahen sich nur kurz das Schlafzimmer der Familie Baker an, machten ein paar Fotos und gingen wieder. Karis Verwandte trafen sich oft, um über die Tragödie zu sprechen. Sie unterhielten sich stundenlang und erinnerten sich an das Leben von Kari und Matt. An einem dieser Tage entdeckte die Familie etwas Seltsames. Ihre Eltern hatten noch vor dem Tod ihrer Tochter die Telefonnummern von Kari und Matt in ihren Tarifplan aufgenommen und bezahlten regelmäßig ihre Telefonkosten. Das war eine Art finanzielle Unterstützung. Am Ende des Monats erhielten sie Rechnungen, und die Eltern sahen, wie viele Anrufe und Nachrichten Kari und Matt getätigt hatten. Nach ihrem Tod bemerkten ihre Mutter und ihr Vater, dass Matt oft Karis Nummer anrief. Innerhalb von 2 Wochen tätigte er 180 Anrufe. Das sind etwa 12 Anrufe pro Tag. Vielleicht vermisste er einfach seine Frau und wollte ihren Anrufbeantworter hören. Das wäre eine ganz normale Erklärung gewesen, aber es war weit von der Wahrheit entfernt. Eines Tages kamen Karis Eltern zu Matt, um ihre Enkelkinder zu besuchen. Mutter und Vater bemerkten sofort, dass alle Fotos von Kari entfernt worden waren. Matt war in bester Stimmung, obwohl er gerade seine Frau verloren hatte, mit der er 12 Jahre lang zusammen gewesen war. Er wirkte begeistert und lebensfroh. Als die Eltern nach dem Telefon fragten, verschwieg Matt nicht, dass Karis Nummer nun von einer anderen Frau genutzt wurde, einer Gemeindemitglied seiner Baptistenkirche. Ihr Name war Vanessa Bulls. Die Frau war 8 Jahre jünger als Matt. Sie war kürzlich geschieden worden und zog ihre Tochter alleine groß. Matt und Vanessa lernten sich in der Kirche kennen und wurden Freunde. Als Karis Eltern ihre eigenen Nachforschungen anstellten, erfuhren sie etwas Beängstigendes über Matts Vergangenheit. Es stellte sich heraus, dass sich mehrere Mädchen, als er noch an der Universität studierte, über ihn beschwert und ihn der sexuellen Nötigung beschuldigt hatten. Als Matt die Universität abschloss und Priester wurde, beschwerten sich auch 2 Gemeindemitgliederinnen über ihn, von denen eine minderjährig war. Nach 2 weiteren Beschwerden musste Matt in eine andere Kirche wechseln. Es ist bekannt, dass Kari ihren Mann immer unterstützt und verteidigt hat und der Meinung war, dass Matt verleumdet wurde. Im Laufe der Jahre kamen der Frau jedoch Zweifel an ihrem Ehemann und seiner Ehrlichkeit. Die Ehe von Matt und Kari zerbrach tatsächlich, aber nicht wegen Cassidys Tod, sondern weil Kari begann zu vermuten, dass ihr Mann eine Geliebte hatte. Sie erzählte sogar ihrem Psychotherapeuten davon. Sie glaubte, dass sie sich in einer ausweglosen Situation befand. Nach der Tragödie kam Matt ziemlich schnell wieder zu sich und begann, häufig in Vanessas Gesellschaft aufzutauchen. Sie erzählten allen, dass zwischen ihnen nur Freundschaft bestehe, aber das stimmte nicht. Karis Eltern vermuteten, dass Matt etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun hatte. Mutter und Vater reichten eine Klage beim Zivilgericht ein und beschuldigten Matt des fahrlässigen Totschlags. Die Polizei begann mit den Ermittlungen und fand wichtige Hinweise. Am Tag vor Karis Tod suchte Matt im Internet nach Informationen über eine Überdosis Schlafmittel. Karis Leiche wurde exhumiert und eine Autopsie durchgeführt, die jedoch kaum Aufschluss brachte. Die Todesursache konnte nicht festgestellt werden. Das Einzige, was man herausfand, war, dass Karis Lungen sauber waren. Das bedeutet, dass sie weder an Erbrochenem noch an einer Flüssigkeit erstickt war. Die Eltern beauftragten einen Privatdetektiv und erhielten ein zweites Gutachten, in dem stand, dass um Karis Mund herum Blutergüsse festgestellt worden waren. Möglicherweise hatte man ihr ein Schlafmittel verabreicht und ihr dann den Mund zugehalten.
Matt Baker bestritt weiterhin seine Schuld und behauptete, seine Frau habe sich freiwillig aus dem Leben entfernt. Er erzählte, dass er nach Carys Tod eine Beziehung mit Vanessa begonnen habe, was allen sofort missfiel. Die Angehörigen waren verärgert und gingen vor Gericht. Die Polizei lud Vanessa Bulls zu einer Befragung vor, um mehr über ihre Beziehung zum Pastor zu erfahren. Der Ermittler fragte, hatten Sie jemals eine romantische Beziehung zu Matt Baker? Vanessa antwortete, nein, entschuldigen Sie, ich habe nichts dagegen, mit Ihnen zu sprechen, aber Sie nehmen mir Zeit weg und ich habe einen sehr vollen Terminkalender. Bei der ersten Befragung erzählte Vanessa praktisch nichts, aber die Ermittlungen wurden fortgesetzt. Sie erkannte, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelte und erklärte sich nach einigen Monaten schließlich bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Vanessa lernte Matt noch vor Carys Tod in der Kirche kennen. Zunächst beobachtete Matt sie nur aus der Ferne und lächelte seltsam. Eines Tages kam er auf sie zu und sagte, »Triff dich nicht mit anderen Männern, triff dich einfach mit deinem Pastor.« Matt lächelte. Vanessa lachte zurück und sagte, »Ja, klar.« Sie dachte, es sei ein Witz. Bald darauf fand in der Kirche eine Veranstaltung statt, bei der die Gemeindemitglieder einfach nur entspannten und miteinander plauderten. Matt begrüßte Vanessa, bat sie, mit ihm an einen abgelegeneren Ort zu gehen und fragte sie, ob sie sich wirklich mit ihm treffen wolle. Der Mann gab auch zu, dass er keine Geschlechtskrankheiten habe. Außerdem habe er sich einer Vasektomie unterzogen und könne nun auf Verhütungsmittel verzichten. Vanessa wusste, dass Matt verheiratet war und fragte, »Hast du deine Frau jemals betrogen?« Matt lachte und antwortete, »Kein Kommentar.« Schließlich begann die Affäre des Paares 2 Monate vor Carys Tod. Der Mann erzählte Vanessa, dass seine Frau eine schlechte Mutter sei und seine Töchter ständig zum Weinen bringe. Er stellte sie in einem schlechten Licht dar, beschimpfte sie als fett und sagte, sie sei ständig depressiv. Matt gestand Vanessa, dass er Cary nicht mehr als Frau interessant fand, nachdem sie dick geworden war. Matt sagte, er wolle, dass Cary aus seinem Leben verschwindet. Ende Februar 2006 kam es zwischen Matt und Vanessa zum ersten intimen Kontakt im Haus der Bakers. Matt gestand, dass er sich in die Frau verliebt hatte. Vanessa erzählte all dies im Gerichtssaal und beschwerte sich über Matt. Er habe ihre Verletzlichkeit ausgenutzt und sie dazu gebracht, alles zu glauben, was er sagte. Matt erzählte ihr ziemlich offen von seinen Plänen, Cary zu töten. Etwa Mitte März 2006 sagte er Vanessa, dass seine Frau oft Schlaftabletten nehme und er dafür sorgen könne, dass sie an einer Überdosis sterbe. Matt erzählte, dass er einmal Medikamente in einen Milchshake gemischt habe, da Cary dieses Getränk liebe und oft trinke. Sie bemerkte jedoch sofort einen seltsamen Geschmack, dachte, der Shake sei verdorben und trank ihn nicht aus. Matt erzählte Vanessa auch, dass er vorhabe, das Auto seiner Frau zu sabotieren, damit sie einen Unfall habe und sterbe. Wenn Cary sich irgendwo verspätete, freute er sich und stellte sich vor, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen sei. Matt erzählte Vanessa ziemlich offen, was wirklich am 7. April 2006 passiert war, als Cary starb. Noch am Nachmittag des 7. April kaufte er Tabletten zur Steigerung der sexuellen Lust. Es handelte sich um Kapseln, die sich leicht öffnen ließen. Er schüttete den Inhalt der Kapseln aus und füllte sie mit Schlafmitteln und einer Mischung aus verschiedenen zerkleinerten Medikamenten. Dann verschloss er die Kapseln und legte sie auf Carys Nachttisch, damit sie diese Medikamente einnehmen würde, in dem Glauben, es handele sich um Kapseln zur Steigerung der sexuellen Lust. Es ist bekannt, dass die Bakers an diesem Abend Alkohol tranken. Cary nahm die gefälschten Kapseln ein, während Matt die echten trank, um bei seiner Frau keinen Verdacht zu erregen. Danach gingen die Eheleute ins Schlafzimmer. Matt holte Handschellen für intime Spiele hervor, die er kurz zuvor gekauft hatte. Er fesselte Cary ans Bett und begann, verschiedene Körperteile zu berühren. Er streichelte sie, bis die Frau einschlief. Dann küsste Matt sie auf die Stirn und flüsterte, »Umarme Cassidy für mich.« Dann nahm er ein Kissen und bedeckte Carys Gesicht damit. Er legte sich auf sie und wartete ein paar Minuten. Dann nahm er das Kissen weg und dachte, dass Cary tot sei, als die Frau plötzlich die Augen öffnete und laut und tief einatmete. Matt erschrak und wurde wütend. Er drückte Cary mit seiner Hand Nase und Mund zu, damit sie sicher erstickte. Die Frau starb. Matt tippte einen Abschiedsbrief auf dem Computer, druckte ihn aus und legte Carys Hand auf den Brief, für den Fall, dass die Ermittler Fingerabdrücke überprüfen würden. Dann verließ Matt das Haus, um sich Alibi zu besorgen. Er lieh sich einen Film aus und tankte sein Auto.
Als er ging, schloss er die Schlafzimmertür ab. Die Töchter schliefen in ihrem Zimmer. Zu diesem Zeitpunkt waren sie 8 und 5 Jahre alt. Nach seiner Rückkehr brach er die Tür auf und rief den Notruf. 5 Tage nach der Tragödie traf sich Matt mit Vanessa und erzählte ihr, wie er Carrie beseitigt hatte. Am Ende fügte er hinzu: „Erzähl niemandem davon, sonst wirst du es bitter bereuen." Danach schickte er Vanessa eine MP3-Datei mit einem Song einer amerikanischen Rockband namens Little Dirty Secret. Matt gefielen die Texte dieses Songs sehr gut. Er rief Vanessa an und erinnerte sie erneut daran, dass er von ihr genauso enttäuscht sein würde wie von Carrie, wenn sie jemandem sein Geheimnis verraten würde. Vanessa traf sich weiterhin mit Matt, aber bereits 3 Monate nach Carries Tod, im Juli 2006, trennten sie sich und hatten keinen Kontakt mehr. Vanessa war die einzige wichtige Zeugin. Auf Matts Computer wurden mehrere E-Mails gefunden, in denen er Vanessa von dem vergifteten Milchshake erzählte. Er schrieb, dass Carrie sich geweigert habe, das verdorbene Getränk zu trinken. Er schrieb, dass er das nächste Mal zusätzlich zu den Medikamenten mehr Schokolade in den Milchshake geben werde, damit Carrie den bitteren Geschmack nicht schmecken könne. Matt bekannte sich nicht schuldig und versuchte mit allen Mitteln, sich zu rechtfertigen, indem er behauptete, Carrie sei freiwillig aus dem Leben gegangen. Im Januar 2010 wurde Matt Baker für schuldig befunden. Er wurde wegen Mordes an seiner Frau zu 65 Jahren Haft verurteilt. Seit mehr als 10 Jahren kämpft Matt um seine Freilassung. Im Jahr 2020 wurde seine Berufung abgelehnt. Er gesteht seine Schuld bis heute nicht ein. Es ist bekannt, dass Matt von seinen Mitgefangenen im Gefängnis mehrfach für sexuelle Übergriffe bestraft wurde, die er während seiner Studienzeit und während seines Dienstes in der Kirche begangen hatte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.